Hey Leute und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Für alle Leute, die mich noch nicht kennen, mein Name ist Linus und ich produziere Videos zum Filmemachen und über die Videoproduktion. Außerdem studiere ich auch noch Informatik und heute habe ich mir gedacht, warum nicht einfach mal beide Themen irgendwie kombinieren. Und genau deswegen soll es heute um den besten Videoschnitt-PC 2020 gehen. Und es soll genauso wie im letzten Jahr darum gehen, den besten Preis-Leistungs-PC für DaVinci Resolve, After Effects und Premiere Pro zusammenzustellen. Denn sind wir mal ehrlich, warum sollte man unnötig viel Geld ausgeben, wenn man nicht muss? Trotzdem zeige ich euch natürlich auch den absolut besten PC, der dann natürlich überhaupt nicht mehr billig ist, just for fun. Für die ganzen Testreihen, Daten und Benchmarks nehme ich genauso wie im letzten Jahr auch Puget Systems und die sind auch noch unten verlinkt, falls ihr da selber nochmal nachschauen wollt. Aber genug Vorgeplänkel, starten wir direkt mit Premiere Pro. Bei Premiere Pro CC 2019 sieht man ganz klar einen Preis-Leistungssieger, und zwar den Ryzen 7 3800X, den i7 9700K und außerdem ist nicht schlecht der Ryzen 9 3900X. In puncto Leistung sind die Threadripper klar vorne, vor allem der Threadripper 3970X sticht hervor, kostet aber auch schlappe 1400 €, weshalb er für das Preis-Leistungsbild überhaupt nicht in Frage kommt. Ich würde viel lieber für mein Bild jetzt den Ryzen 9 3900X benutzen. In puncto GPU, also Grafikkarte, ist der Preis-Leistungsgewinner die GTX 1660 Ti, gefolgt von der RTX 2060 und der RTX 2070. In puncto Leistung haben natürlich die teuren Karten klar die Nase vorn, zum Beispiel die Titan RTX oder die RTX 2080 Ti sowie die RTX 2080. Ich würde aber so ein bisschen dazwischen anpeilen, und zwar würde ich mit der RTX 2070 gehen oder der RTX 2070 Super, falls ihr noch ein bisschen Geld übrig habt. Was den Arbeitsspeicher, also RAM angeht, würde ich für 4K-Projekte definitiv 64 GB empfehlen und alles, was 4K überschreitet, also 6K und 8K, sollte dann mit 128 GB schon ausgerüstet sein. Kommen wir nun zu After Effects. In puncto CPU ist der Preis-Leistungsgewinner der Ryzen 7 3800X, gefolgt von dem i7 9700K und dem Ryzen 9 3900X. Ganz dicht dran ist aber auch der i9 9900K. In puncto Leistung ist der Threadripper 3970X wieder ganz vorne, gefolgt von dem Threadripper 3960X und dem i9 9900K. Ist aber alles sehr dicht beieinander. Deswegen würde ich wieder den Ryzen 9 3900X oder den i9 9900K nehmen, falls ihr bei Intel bleiben wollt. Kommen wir nun zum Grafikkarte. In puncto Preis-Leistung ist die GTX 1660 Ti wieder ganz vorne, gefolgt von der RTX 2060 und der RTX 2060 Super. In puncto Leistung ist die Titan RTX wieder ganz vorne, gefolgt von der RTX 2080 Ti und der RTX 2080 Super. Weil wir halt ein gutes Maß an Preis-Leistung und Leistung haben wollen, würde ich sagen, wir nehmen die RTX 2060 Super. Für den RAM würde ich allgemein, wenn ihr viel mit After Effects arbeitet, definitiv 64 GB und aufwärts empfehlen. Und für 4K definitiv auch 128 GB. Also so viel RAM, wie ihr reinstecken könnt, packt ihr rein. Und dann kommen wir auch schon zu DaVinci Resolve. Und dort sieht es wie folgt aus. Bei der CPU ist im Preis-Leistungssegment der Ryzen 7 3800X wieder der Sieger, gefolgt vom i7 9700K und dem Ryzen 9 3900X mal wieder. Leistungssieger sind wieder die ganzen Threadripper, aber die sind halt auch viel zu teuer für unseren Bild. Deshalb würde ich mal wieder den Ryzen 9 3900X verwenden. Der kostet einfach sehr viel weniger und ist immer noch im oberen Leistungsviertel. Im puncto Preis-Leistung ist tatsächlich die beste Karte die GTX 1080 Ti mit 11 GB VRAM, da es bei DaVinci Resolve sehr viel mehr darauf ankommt, wie viel VRAM, also Videospeicher, man auf der Grafikkarte hat, als wirklich die Schnelligkeit der Grafikkarte. Gefolgt von der RTX 2070 und der GTX 1070. Sehr interessant auf jeden Fall, da die Generation der GTX-Karten auch noch dabei ist. In puncto Leistung ist die beste Karte die RTX 2080 Ti, die Titan V und die Quadro RTX 6000 sowie die Quadro RTX 5000. Da aber die Quadros mehr so für den wissenschaftlicheren Bereich sind und um die 5000 € kosten, nehme ich die mal raus. Deshalb würde ich auch tatsächlich die GTX 1080 Ti mit 11 GB VRAM benutzen. Eine kleine Faustregel für DaVinci Resolve und dem Videospeicher, also dem VRAM. Für 1080p sollte man 4 GB benutzen, für 4K sollte man 8 GB benutzen und für 6K und aufwärts 20 GB und mehr. Was nur den Arbeitsspeicher betrifft, dort würde ich für 4K mindestens 32 GB empfehlen und alles, was größer ist, halt mindestens 64. Die Zusammenstellung mit der besten Leistung bzw. die Preis-Leistungs-Varianten seht ihr jetzt eingeblendet. Auf der linken Seite seht ihr das Preis-Leistungs-Bild und auf der rechten Seite die pure Leistungszusammenstellung.
Beim Arbeitsspeicher habe ich mich für das Corsair Vengeance 64 GB Arbeitsspeicher-Kit entschieden und bei der Leistungskonfiguration bin ich mit dem gleichen Speicherkit auf 256 GB hochgegangen. Als Laufwerk benutze ich zwei sehr schnelle SanDisk SSDs mit einem Terabyte jeweils. Eine wird als Betriebssystem-Festplatte genutzt und die andere halt für die ganzen Projekte. Das Netzteil ist ein 600 Watt Netzteil von Be Quiet mit 80 Gold Effizienzklasse. Außerdem habe ich noch einen ATX-Case passend zu dem Motherboard rausgesucht. Dort könnt ihr aber auch noch auf der Verkaufsseite den genauen Look festlegen und so weiter. Also da gibt es mehrere Modelle von. Die Konfigurationen bei After Effects sind fast identisch zu Premiere Pro, bis auf einen kleinen Unterschied, und zwar ist die Grafikkarte beim Preis-Leistungs-Bild auf die RTX 2060 Super runtergeschraubt. Tatsächlich braucht After Effects gar keine Hochleistungsgrafikkarte, vielmehr ist es wichtig, eine kompatible Grafikkarte drin zu haben. Und wie schnell denn diese Grafikkarte ist, ist gar nicht so entscheidend. Bei DaVinci Resolve hingegen sieht das Ganze schon ein bisschen anders aus. Wie besprochen ist die GTX 1080 Ti immer noch dabei, da sie halt mit 11 GB VRAM schon einiges leistet. Außerdem habe ich für den Arbeitsspeicher nur 32 GB ausgewählt, da selbst mit 32 GB 4K-Projekte machbar sein sollten. Da es halt bei DaVinci Resolve nicht so sehr auf den Arbeitsspeicher ankommt, wenn man jetzt zum Beispiel gradet. Für die pure Leistungszusammenstellung habe ich den gleichen Prozessor wieder genommen, diesmal aber die Titan V, weil sie halt 12 GB VRAM liefert, da 128 GB eigentlich nie für DaVinci Resolve benötigt werden. Außerdem habe ich mich beim Hochleistungsbild für die SanDisk Extreme Pro 2 TB NVMe entschieden. Diese wird als Projekt- und Arbeitslaufwerk eingesetzt, da sie schnellere Lese- und Schreibzeiten bietet als eine normale SSD und das bei DaVinci Resolve vor allen Dingen einiges bringt. Ansonsten sind die Builds wieder gleich. Das absolute Maximum der Performance rauszuholen ist unglaublich teuer, aber in den oberen 30% zu sein, so wie mit meinen Builds, das ist schon sehr viel erschwinglicher. Falls ihr jetzt Lust habt, so ein Bild für euch selber zu bestellen, dann macht das doch gerne mit den Amazon Affiliate Links unten in der Videobeschreibung. Dadurch bekomme ich einen kleinen Share von dem, was ihr bestellt. Ihr bezahlt nichts extra und könnt mich trotzdem unterstützen, meine Videos zu verbessern bzw. mehr Videos zu produzieren. Win-win, ich sag's ja nur. Wenn dir das Video gefallen hat, dann lasst doch gerne ein Like da und falls noch irgendwas unklar sein sollte, dann stell mir gerne eine Frage unten in den Kommentaren. Ich gehe wirklich drauf ein und beantworte jede einzelne Frage und jeden einzelnen Kommentar. Und vergesst auf gar keinen Fall, den Kanal hier zu abonnieren, falls ihr mehr über das Filmemachen und die Videoproduktion lernen wollt, bzw. euch dafür begeistert. Wirklich, riesen Dank für euren ganzen Support und ja, bis nächste Woche. Für alle Leute, die mich noch nicht kennen, mein Name ist Linus und ich mache Kakalakalakala 3970X. Fuck, Alter. Dabei ist immer auf der linken Seite das Preis-Leistungs-Bild und auf der rechten Seite ist meine Kamera überhitzt.